Lektion 1. Das Flughafenabenteuer. Guten Morgen, Anna. Bist du bereit für deine Reise? Guten Morgen, John. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe von langen Warteschlangen bei der Sicherheitskontrolle gehört. Ich hoffe, es wird nicht zu frustrierend sein. Ich teile diese Hoffnung. Früh anzukommen könnte uns helfen, lange Wartezeiten zu vermeiden. Das ist eine kluge Idee. Um wie viel Uhr geht Ihr Flug? Mein Flug geht um 10 Uhr morgens. Meins ist um 11 Uhr. Wir können zusammen zum Flughafen fahren. Das würde ich zu schätzen wissen. Es ist immer besser, solche Erfahrungen zu teilen. Ich stimme zu. Das macht die Reise angenehmer. Erinnerst du dich an deine letzte Fahrt zum Flughafen? Ja, es war ziemlich chaotisch. Die Linien schienen sich auf unbestimmte Zeit zu erstrecken. Ich kann das nachvollziehen. Was hast du getan, um dir die Zeit beim Warten zu vertreiben? Ich habe ein Buch gelesen. Es hat mir geholfen, mich vom langen Warten abzulenken. Das ist eine gute Strategie. Normalerweise höre ich Musik oder Podcasts. Musik kann besonders in solchen Situationen sehr beruhigend sein. In der Tat. Hast du ein bevorzugtes Genre, wenn du reist? Ich mag klassische Musik auf Flügen. Es beruhigt meine Nerven. Das ist eine hervorragende Wahl. Aus einem ähnlichen Grund höre ich oft Jazz. Jazz hat eine einzigartige Qualität, die sowohl entspannend als auch erhebend sein kann. Genau, ich finde es auch inspirierend. Hast du irgendwelche Tipps, um Reisestress abzubauen? Ich empfehle, hydratisiert zu bleiben und tief durchzuatmen. Es hilft, Ruhe zu bewahren. Das sind wertvolle Vorschläge. Ich werde sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gut, ich habe gelernt, wie wichtig Vorbereitung ist. Vorbereitung lindert viele Ängste. Ich überprüfe die Reisedokumente immer vorher. Das ist klug. Wie stellst du sicher, dass du alles einpackst, was du brauchst? Ich erstelle eine Checkliste. Sie stellt sicher, dass ich nichts Wesentliches vergesse. Eine Checkliste ist eine geniale Idee. Ich werde anfangen, eine für meine Reisen zu verwenden. Sie werden es sehr hilfreich finden, das versichere ich Ihnen. Ich neige dazu, zu viel zu packen. Eine Checkliste könnte unnötige Artikel einschränken. Das ist eine häufige Herausforderung für viele Reisende. Ja, ich trage oft Gegenstände nur für den Fall. Es ist besser, wenn möglich, mit leichtem Gepäck zu reisen. Daran werde ich arbeiten. Bevorzugen Sie Fenster- oder Gangplätze? Ich bevorzuge Fensterplätze. Die Aussicht ist immer großartig. Ich stimme zu. Ich wähle jedoch oft Sitze am Gang, um den Zugang zur Toilette zu erleichtern. Das ist praktisch. Komfort ist bei langen Flügen unerlässlich. In der Tat. Wie lang ist dein Flug? Es sind ungefähr 5 Stunden. Meins wird etwas länger dauern. Welches Reiseziel schwebt Ihnen vor? Ich reise in eine wunderschöne Küstenstadt. Das klingt herrlich. Ich hoffe, etwas Entspannung am Strand zu genießen. Es ist wichtig, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken.
Ja, manchmal brauchen wir alle eine Pause von der Routine. Unbedingt. Reisen ermöglicht es uns, neue Horizonte zu erkunden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Erkunden unsere Perspektiven erweitern kann. Erlebnisse prägen uns in vielerlei Hinsicht. Ich freue mich darauf, Geschichten von meiner Reise zu teilen. Ich freue mich darauf, von deinen Abenteuern zu hören. Danke, John. Du bist sehr willkommen, Anna. Lassen Sie uns jetzt sicherstellen, dass wir pünktlich abreisen. Ja, wir sollten jede Hektik in letzter Minute vermeiden. Einverstanden. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Es wird bestimmt eine unvergessliche Reise werden. Ja, das wird es sicherlich sein. Ich kann es kaum erwarten, unser Abenteuer zu beginnen. Lektion 2. Die fehlenden Informationen. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Guten Tag, John. Danke. Ich habe einen schönen Tag. Was hast du gemacht? Ich habe an einem Projekt mit alten Dokumenten gearbeitet. Das klingt faszinierend. An welchen Dokumenten forschen Sie? Es sind historische Aufzeichnungen, die sich auf unsere Stadt beziehen. Wie interessant. Hast du etwas Bemerkenswertes gefunden? Ja, ich habe eine Aufzeichnung entdeckt, in der ein Waschsalon aus den frühen 1900er Jahren erwähnt wurde. Ein Waschsalon aus dieser Zeit? Das muss eine Menge Geschichte beinhalten. In der Tat. Es scheint, dass der Waschsalon ein zentraler Knotenpunkt für die Gemeinde war. Ich kann mir vorstellen, wie wichtig ein solcher Ort gewesen wäre. Die Leute versammelten sich dort, tauschten Neuigkeiten aus und bauten Verbindungen auf. Soziale Interaktion verbessert die Beziehungen zur Gemeinschaft. Unbedingt. Bei der Recherche bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen. Was scheint das Problem zu sein? Ich kann keine Informationen über die langfristigen Auswirkungen des Waschsalons finden. Ich verstehe. Das kann in der Tat frustrierend sein. Es tut mir leid, aber ich habe diese Information nicht. Ich kann es jedoch für Sie überprüfen. Das wäre wunderbar. Wo planen Sie, nach diesen Informationen zu suchen? Ich werde den örtlichen Geschichtsverein besuchen. Sie haben oft Archive und Ressourcen. Das klingt nach einer klugen Wahl. Ich hoffe, mehr Details über den Einfluss des Waschsalons zu erfahren. Haben Sie schon einmal mit jemandem in der Historical Society gesprochen? Das habe ich, aber nicht zu diesem speziellen Thema. Sie haben möglicherweise wertvolle Erkenntnisse oder verwandte Aufzeichnungen. Ja. Ich werde erklären, wonach ich suche und sehen, ob Sie helfen können. Ich glaube, das ist ein effektiver Ansatz. Ich habe auch vor, in alten Zeitungen nach Artikeln zum Waschsalon zu suchen. Zeitungen können einen reichhaltigen Kontext bieten. In der Tat. Sie enthalten oft Geschichten, die den Geist der Gemeinschaft einfangen. Haben Sie bestimmte Namen entdeckt, die mit dem Waschsalon in Verbindung stehen? Ja, ich habe den Namen der Besitzerin gefunden, Mrs. Clara McDowell. Clara McDowell? Dieser Name kommt mir bekannt vor. Es scheint, dass sie zu ihrer Zeit in der Gemeinde großen Einfluss hatte. Ich frage mich, ob heute noch Nachfahren am Leben sind. Es wäre interessant, das herauszufinden.
Ihre Geschichten könnten die Erzählung verbessern. Vielleicht haben Sie auch alte Fotos oder Dokumente. Das ist eine Möglichkeit. Das werde ich bei meiner Suche berücksichtigen. Ihr Projekt wird ziemlich faszinierend, John. Danke, Anna. Ich glaube, die Geschichte verrät so viel über unsere Gegenwart. Das tut es wirklich. Das Verständnis unserer Wurzeln hilft uns, unsere Reise zu schätzen. Genau. Ich fühle mich verantwortlich, diese Geschichten zu teilen. Es ist erfrischend, dieses Engagement für die Bewahrung der Geschichte zu sehen. Ich hoffe, andere dazu zu inspirieren, sich mit ihrer lokalen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das gelingen wird. Danke für deine Ermutigung, Anna. Sie sind herzlich willkommen. Ich freue mich darauf, von Ihren Ergebnissen zu hören. Ich werde auf jeden Fall teilen, was ich herausgefunden habe. Ich werde gerne zuhören. Vielleicht können wir eine Gemeinschaftsveranstaltung organisieren, um diese Geschichten zu präsentieren. Das wäre herrlich. Das Engagement der Gemeinschaft kann das Interesse an Geschichte fördern. Ja, es würde Informationen in ein gemeinsames Erlebnis verwandeln. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Aufregung Ihrer Entdeckungen zum Leben erweckt wird. Ich auch. Schließlich ist die Vergangenheit mit unserer Gegenwart verwoben. Es ist wichtig, dass wir diese Verbindungen am Leben erhalten. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Danke für deine Unterstützung. Es ist mir eine Freude, John. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Diskussionen. Ich auch, Anna. Lassen Sie uns gemeinsam die Vergangenheit in die Gegenwart bringen. Lektion 3: Die Reise zur Fitness. Guten Tag, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, eine Fitnessroutine zu beginnen. Guten Tag, John. Das ist ein wunderbares Ziel. Ich möchte sicherstellen, dass es anfängerfreundlich ist. Ich hoffe, es nachhaltig zu machen. Unbedingt. Ich empfehle, mit grundlegenden Übungen zu beginnen. Das klingt nach einem soliden Plan. Welche Routinen schlagen Sie vor? Eine Kombination aus Dehn- und Körpergewichtsübungen wäre ideal. Gehen scheint überschaubar. Wie oft sollte ich anfangen zu laufen? 3 bis 5 Mal pro Woche 30 Minuten anzustreben, ist ein guter Anfang. Ich glaube, dazu kann ich mich verpflichten. Welche Dehnübungen empfiehlst du? Einfache Dehnübungen wie Nackenrollen, Schulterdehnungen und Beindehnungen sind wirksam. Die klingen einfach genug. Ich möchte meine Flexibilität verbessern. Flexibilität ist wichtig für die allgemeine Fitness. Es beugt auch Verletzungen vor. Das ist ein gutes Argument. Was ist mit Körpergewichtsübungen? Du kannst mit Liegestützen, Kniebeugen und Brettern beginnen. Es sind grundlegende Übungen. Ich habe Leute gesehen, die das gemacht haben. Sind sie schwierig für Anfänger? Sie können anfangs eine Herausforderung sein, aber Sie können sie an Ihre Fähigkeiten anpassen. Änderungen klingen hilfreich. Wie sollte ich einen Liegestütze modifizieren? Sie können Liegestütze eher auf den Knien als auf den Zehen ausführen. Das macht Sinn. Was ist mit Kniebeugen? Stellen Sie bei Kniebeugen sicher,
dass Ihre Füße schulterbreit voneinander entfernt sind. Senken Sie sich, als ob Sie sich hinsetzen würden. Das werde ich üben. Wie lange sollte ich jede Übung halten? Halten Sie zunächst jede Übung etwa 20 Sekunden lang gedrückt. Erhöhen Sie die Dauer schrittweise. Das ist ein überschaubarer Zeitrahmen. Was ist mit deinen anderen Fitnesszielen? Hast du welche? Ich möchte meine Ausdauer und allgemeine Stärke verbessern. Das sind hervorragende Ziele. Konsequenz wird entscheidend sein. Ich werde mich bemühen, konsequent zu sein. Welche anderen anfängerfreundlichen Routinen könnte ich ausprobieren? Du könntest auch Yoga in Betracht ziehen. Es ergänzt das Krafttraining sehr gut. Ich habe gehört, dass Yoga sehr nützlich sein kann. In der Tat, Yoga fördert Entspannung und Flexibilität und baut gleichzeitig Kraft auf. Ich bin fasziniert. Praktizierst du regelmäßig Yoga? Das tue ich. Es verbessert mein allgemeines Wohlbefinden erheblich. Das inspiriert mich, es auszuprobieren. Sie können Online-Anfängerkurse finden, die zu Ihrem Zeitplan passen. Ich werde das prüfen. Was ist mit der Ernährung? Sollte ich mich auch auf meine Ernährung konzentrieren? Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Fitness. Eine ausgewogene Ernährung ist unerlässlich. Woraus besteht eine ausgewogene Ernährung? Es enthält eine Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und mageren Proteinen. Das klingt gesund. Das werde ich anstreben. Sie sollten auch viel Wasser trinken, um hydratisiert zu bleiben. Ich vergesse oft, tagsüber genug Wasser zu trinken. Wenn Sie hydratisiert bleiben, kann dies auch Ihr Energieniveau verbessern. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, eine Wasserflasche mitzunehmen. Das ist eine tolle Idee. Es wird als Erinnerung dienen. Danke für deine Anleitung, Anna. Es ist sehr hilfreich. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dich auf deiner Reise zu unterstützen. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen. Denken Sie daran, der Weg zur Fitness braucht Zeit. Hab Geduld mit dir selbst. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Feiere deine Fortschritte, egal wie klein sie sind. Das ist eine wichtige Denkweise. Ja, bei Fitness geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um den Prozess. Ich werde die Reise begrüßen. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie Erfolg haben werden. Danke, Anna. Ich werde dich bald über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Ich freue mich darauf, von Ihrer Reise zu hören. Dieses Gespräch hat mich motiviert, sofort anzufangen. Lektion 4: Die perfekten Zutaten. Guten Tag, Anna. Hast du deine Einkaufsliste für die Veranstaltung fertiggestellt? Guten Tag, John. Ja, ich habe eine Liste der Artikel zusammengestellt, die ich benötige. Das ist ausgezeichnet. Welche Produkte haben Sie in Ihre Liste aufgenommen? Ich habe frisches Obst, Gemüse und einige Gewürze hinzugefügt. Das klingt nach essentiellen Zutaten. Bereitest du etwas Besonderes vor? In der Tat habe ich vor, ein köstliches Gericht für unser Treffen zu kochen. Das klingt wunderbar. Welches Gericht haben Sie vor, zuzubereiten?
Ich denke darüber nach, einen mediterranen Salat zuzubereiten. Ah, die mediterrane Küche ist immer ein Hit. Ich stimme zu. Jeder genießt es. Die Aromen sind lebendig und frisch. Gibt es bestimmte Produkte, nach denen Sie auf Ihrer Liste suchen? Ja, ich brauche hochwertiges Olivenöl und reife Tomaten. Das sind wichtige Zutaten für einen mediterranen Salat. Genau. Ich möchte, dass die Aromen so reichhaltig wie möglich sind. Du hast recht. Die Qualität der Produkte macht einen erheblichen Unterschied. Ja, ich glaube, es geht nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Manchmal sind weniger Produkte besser, wenn sie gut sind. Gut gesagt, John. Frische Zutaten machen ein Gericht immer zu etwas Besonderem. Haben Sie ein bestimmtes Geschäft für Ihren Einkauf im Sinn? Ich habe vor, den örtlichen Bauernmarkt zu besuchen. Ihre Produkte sind immer ausgezeichnet. Das klingt nach einer guten Wahl. Die Unterstützung der lokalen Landwirte ist lobenswert. Danke. Ich glaube an die Bedeutung der Unterstützung durch die Gemeinschaft. Absolut. Außerdem finden Sie möglicherweise einzigartige Artikel, die in normalen Geschäften nicht erhältlich sind. Genau darauf hoffe ich. Neue Entdeckungen können Kreativität anregen. Was ist mit Kräutern? Brauchst du welche für deinen Salat? Ja. Ich möchte Basilikum und Petersilie für die Frische hinzufügen. Diese Kräuter werden den Geschmack des Salats gut verbessern. Ich habe auch vor, Feta-Käse für eine extra cremige Textur zu verwenden. Feta verleiht eine herrliche Würze. Was ziehst du sonst noch in Betracht? Eine Prise Zitronensaft verschönert das ganze Gericht. Das klingt erfrischend und perfekt für ein Sommertreffen. Ich hoffe, meine Freunde werden es so genießen, wie ich es erwartet habe. Ich bin mir sicher, dass sie das tun werden. Ihre Kochkünste sind bekannt. Danke, John. Positives Feedback motiviert mich immer. Für andere zu kochen ist eine Art, Freude zu teilen. Das ist es wirklich, ich liebe es, Lächeln am Esstisch zu sehen. Hast du auch an den Nachtisch gedacht? Ich habe überlegt, eine einfache Fruchttorte zuzubereiten. Das klingt herrlich. Welche Früchte wirst du verwenden? Ich werde saisonale Früchte wie Beeren und Pfirsiche verwenden. Diese Früchte verleihen einen Hauch von Farbe und Geschmack. Ja, ich möchte, dass das Dessert optisch ebenso ansprechend wie lecker ist. Sie haben das sicherlich durchdacht. Danke. Ich glaube daran, ein komplettes kulinarisches Erlebnis zu schaffen. Du bist sehr beeindruckend, Anna. Ich kann es kaum erwarten, deine Kreationen zu probieren. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ihre Anwesenheit wird die Veranstaltung noch spezieller machen. Danke. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit allen. Es wird ein wunderbares Treffen mit gutem Essen und Gesprächen sein. In der Tat, gutes Essen bringt Menschen zusammen. Das ist das Herzstück jeder Feier, nicht wahr? Unbedingt. Machen wir es zu einem unvergesslichen Ereignis. Ja, ich werde meine Liste fertigstellen und in Kürze zum Markt gehen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach den besten Produkten. Danke, John. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Ich freue mich auf das Fest und Ihre kulinarischen Meisterwerke. Ich auch, John. Machen wir dieses Treffen zu einem bedeutenden Ereignis. Lassen Sie uns in der Tat gemeinsam bleibende Erinnerungen schaffen. Lektion 5. Neue Fähigkeiten erlernen. Guten Tag, Anna. Ich habe kürzlich mit einem neuen Projekt begonnen. Guten Tag, John. Das klingt faszinierend. An welchem Projekt arbeitest du? Ich beschloss, Gitarre spielen zu lernen. Wie aufregend. Ein Instrument zu spielen kann sehr lohnend sein. Anfangs war es ein bisschen herausfordernd. Ich hatte Probleme mit den Grundakkorden. Das Erlernen eines Instruments erfordert oft Geduld und Übung. In der Tat. Ich habe jedoch ein Online-Tutorial verfolgt, das mir sehr geholfen hat. Online-Tutorials können sehr nützlich sein. Welche Plattform hast du benutzt? Ich habe hauptsächlich YouTube verwendet. Es sind zahlreiche Lehrvideos verfügbar. Das ist eine großartige Ressource. Fanden Sie ein bestimmtes Tutorial besonders hilfreich? Ja, es gab eine Serie für Anfänger, die mich Schritt für Schritt durch die Grundlagen geführt hat. Ich freue mich, dass du etwas Effektives gefunden hast. Wie lange hast du jeden Tag geübt? Ich widmete jeden Tag etwa 30 Minuten dem Üben. Das ist eine angemessene Zeitspanne. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Lernen. Genau. Ich bemerkte Verbesserungen in meiner Fingerkoordination. Das ist wunderbar. Hast du schon irgendwelche Lieder gelernt? Ich kann ein paar einfache Melodien spielen, wie zum Beispiel Twinkle, Twinkle, Little Star. Das ist eine gute Wahl für Anfänger. Es muss sich befriedigend anfühlen, es zu spielen. Das ist es in der Tat. Jede kleine Leistung stärkt mein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist in jedem Lernprozess sehr wichtig. Ja, das motiviert mich weiterzumachen. Ich habe vor, als nächstes komplexere Songs zu lernen. Das klingt nach einem ausgezeichneten Tor. Hast du ein bestimmtes Lied im Sinn? Ich möchte Wonderwall von Oasis ausprobieren. Das ist ein fantastisches Lied. Es hat eine wunderschöne Melodie. Ich glaube, es wird mich herausfordern, und genau das brauche ich. Sich selbst herauszufordern, ist ein effektiver Weg, um zu wachsen. Was ist mit dir, Anna? Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Ich habe früher Klavier gespielt. Ich habe es sehr genossen. Das ist wunderbar. Spielst du immer noch? Leider habe ich jetzt keine Zeit dafür. Ich vermisse es jedoch. Würden Sie erwägen, es eines Tages wieder abzuholen? Das würde ich liebend gerne. Musik erweckt eine einzigartige Freude ins Leben. Das tut es auf jeden Fall. Vielleicht können wir eines Tages ein Duett haben. Das wäre herrlich. Ich würde gerne mit dir spielen. Ich würde mich freuen, die Erfahrung mit Ihnen zu teilen. Welche anderen Fähigkeiten möchtest du neben Gitarre lernen? Ich habe darüber nachgedacht, kochen zu lernen. Kochen ist eine wichtige und lohnende Fähigkeit. Welche Art von Küche interessiert Sie?
Ich interessiere mich besonders für italienische Küche. Italienische Gerichte sind wunderbar. Sie könnten leckere Pasta von Grund auf neu machen. Das wäre ein großartiges Projekt. Ich habe mir auch ein paar Kochtutorials online angesehen. Online-Tutorials sind sehr hilfreich. Sie machen das Lernen zugänglich. Ja, sowohl bei der Musik als auch beim Kochen bieten sie wertvolle Hinweise. Es ist beeindruckend, wie Technologie unsere Lernreisen unterstützen kann. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es eröffnet Möglichkeiten für alle. Was ist das anspruchsvollste Gericht, das Sie probieren möchten? Ich glaube, die Zubereitung eines Risottos wäre eine ziemliche Herausforderung, aber lohnend. Risotto ist eine wunderbare Wahl. Die Technik erfordert Geduld. Das erhöht die Aufregung. Ich genieße den Prozess des Kochens. Der Prozess, etwas Köstliches zu kreieren, ist erfüllend. Das ist es wirklich. Ich freue mich darauf, meine kulinarischen Kreationen mit Freunden zu teilen. Ich hoffe, eines Tages deine Gerichte probieren zu können. Das sollst du. Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Ich werde die Einladung auf jeden Fall annehmen, John. In der Zwischenzeit werde ich weiter Gitarre üben und neue Rezepte lernen. Ich freue mich darauf, von Ihren Fortschritten in beiden Bereichen zu hören. Danke, Anna. Ihre Unterstützung motiviert mich, weiter zu lernen. Ich freue mich für dich, John. Denk dran, die Reise ist genauso wichtig wie das Ziel. Unbedingt. Jeder Schritt bringt seine eigenen Belohnungen mit sich. Lektion 6. Das Projekt abschließen. Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, dir geht es heute gut. Guten Morgen, John. Mir geht es ganz gut, danke. Wie steht's mit dir? Mir geht es gut, danke. Hatten Sie die Gelegenheit, sich den Projektvorschlag anzusehen? Ja, ich habe es sorgfältig geprüft. Ich glaube, es ist gut strukturiert. Ich freue mich über dein Feedback. Gab es bestimmte Bereiche, die Ihre Aufmerksamkeit erregt haben? Die Einführung ist sehr ansprechend. Es gibt einen positiven Ton für das gesamte Dokument. Ich freue mich, das zu hören. Eine effektive Einführung kann einen erheblichen Unterschied machen. Genau. Es zieht den Leser an und weckt sein Interesse. Ich wollte die Ziele des Projekts klar hervorheben. Das hast du gut hingekriegt. Die Ziele sind leicht zu verstehen. Großartig. Ich wollte sicherstellen, dass alle Beteiligten mitmachen können. Kommunikation ist bei solchen Projekten von größter Bedeutung. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Das führt zu einer effizienten Zusammenarbeit. Bevor wir fortfahren, sollten wir auch den Zeitplan besprechen? Ja, der Zeitplan ist entscheidend. Ich schlage vor, dass wir es im Detail überprüfen. Ich glaube, das wäre klug. Ein klarer Zeitplan hält alle auf dem Laufenden. Perfekt. Ich werde den vorgeschlagenen Zeitplan überprüfen und ihn mit unseren aktuellen Fristen vergleichen. Das weiß ich zu schätzen. Sobald Sie Ihre Überprüfung abgeschlossen haben, können wir ein Treffen vereinbaren. Das klingt ideal. Wann wäre ein günstiger Zeitpunkt für dich?
Ich bin an den meisten Tagen dieser Woche nachmittags verfügbar. Wie wäre es mit Mittwoch um 2 Uhr? Das funktioniert perfekt für mich. Hervorragend. Ich werde alle notwendigen Dokumente für unser Treffen vorbereiten. Danke, John. Dann wird es von Vorteil sein, die Details zu finalisieren. Unbedingt. Ich möchte sicherstellen, dass wir alle Punkte umfassend behandeln. Eine gründliche Diskussion verhindert spätere Missverständnisse. In der Tat. Die Ausrichtung des Teams ist für eine erfolgreiche Ausführung unerlässlich. Ich stimme zu. Haben Sie über mögliche Herausforderungen nachgedacht, vor denen wir stehen könnten? Ich habe einige Risiken identifiziert, mit denen wir uns während unseres Treffens befassen sollten. Das ist ein proaktiver Ansatz. Welche Risiken sehen Sie voraus? Die Verfügbarkeit von Ressourcen und mögliche Verzögerungen im Zeitplan sind meine Hauptanliegen. Beides sind gültige Punkte. Wir sollten über Notfallpläne nachdenken. Ich werde das in unsere Diskussionsagenda aufnehmen. Danke, John. Das wird zu einem fruchtbareren Treffen führen. Ich schätze deinen Beitrag sehr, Anna. Es verbessert unsere Teamarbeit. Danke für deine netten Worte. Ich bemühe mich, einen positiven Beitrag zu leisten. Und das tust du. Unsere Zusammenarbeit stärkt unsere Ergebnisse. Ich freue mich darauf, unsere Pläne am Mittwoch zu konkretisieren. Ich auch, Anna. Zusammen können wir etwas Bemerkenswertes schaffen. Ich freue mich über die möglichen Ergebnisse. Mit sorgfältiger Planung und Koordination können wir große Erfolge erzielen. Du hast recht. Lassen Sie uns unsere Ideen in die Realität umsetzen. Genau, wir sehen uns am Mittwoch. Ja, ich freue mich darauf. Gemeinsam werden wir es zu einem erfolgreichen Projekt machen. Lektion 7. Ein historischer Moment im Sport. Guten Tag, Anna. Haben Sie von der jüngsten Dokumentation über Charles Dubon gehört? Guten Tag, John. Hab ich nicht. Wer ist Charles Dubon? Er war ein kanadischer Richter, der wichtige olympische Verfahren leitete. Das klingt interessant. Welche Olympischen Spiele hat er geleitet? Er präsidierte während der Olympischen Spiele, als Johnson das 100-Meter-Rennen der Männer gewann. Ah, jetzt verstehe ich. Dieses Rennen war historisch. Johnsons Geschwindigkeit war bemerkenswert. In der Tat, sein Sieg wird immer noch in der Sportgeschichte gefeiert. Wie hat Charles Dubon zu diesem bedeutenden Moment beigetragen? Dubon war bekannt für sein faires Urteilsvermögen und seine Integrität während der Ereignisse. Integrität ist besonders im Leistungssport von entscheidender Bedeutung. Unbedingt. Urteilen erfordert Unparteilichkeit und genaue Beobachtung. Hat der Dokumentarfilm Einblicke in Dubons Karriere als Richter gegeben? Ja, es zeichnete seine Reise und seine Herausforderungen in der Welt des Sports auf. Das ist faszinierend. Es muss entscheidende Momente in seinem Leben gezeigt haben. Hat es getan. Seine Arbeit während der Olympischen Spiele hat die Athleten nachhaltig geprägt. Erinnerst du dich an das Jahr, in dem Johnson das Rennen gewonnen hat? Ja, das war 1988. Ein bemerkenswertes Jahr für die Leichtathletik.
Wie hat Johnsons Sieg die Leichtathletiklandschaft verändert? Sein Sieg inspirierte viele junge Athleten, sich dem Laufen zu widmen. Inspiration ist im Sport unerlässlich. Sie treibt Menschen dazu, Großes zu erreichen. Genau. Das Rennen löste auch Diskussionen über Leistungssteigerung aus. Dieses Thema ist bis heute umstritten. Das tut es auf jeden Fall. Integrität im Sport ist für einen fairen Wettbewerb unerlässlich. Ich stimme zu. Schließlich sollte der Geist des Sportgeistes vorherrschen. Der Dokumentarfilm beleuchtete sowohl die Triumphe als auch die Herausforderungen der Athleten. Es ist wichtig, die menschliche Erfahrung hinter den Errungenschaften zu präsentieren. Ja, es erinnert uns daran, dass jeder Athlet mit Hindernissen konfrontiert ist. Hat der Dokumentarfilm Interviews mit Johnson oder anderen Sportlern gezeigt? Ja, es beinhaltete persönliche Berichte und Überlegungen zu diesem olympischen Moment. Das Hören von Erfahrungen aus erster Hand verleiht der Erzählung Tiefe. Es bereichert die Geschichte wirklich. Die Reise jedes Athleten ist einzigartig. Wie war Johnsons Meinung zu seinem Sieg? Er drückte großen Stolz aus, räumte aber auch den Druck ein. Druck ist ein fester Bestandteil des Sportlerdaseins auf diesem Niveau. Ist es. Die Erwartungen können überwältigend sein. Wie hat Dubons Rolle dazu beigetragen, diesen Druck während der Veranstaltung zu bewältigen? Seine Unparteilichkeit ermöglichte es den Athleten, sich ohne Ablenkungen auf ihre Leistung zu konzentrieren. Dies ist ein entscheidender Aspekt, um Fairness bei Wettbewerben zu gewährleisten. In dem Dokumentarfilm wurde betont, dass die Zusammenarbeit zwischen Funktionären und Sportlern von entscheidender Bedeutung ist. Die Zusammenarbeit bereichert das Sporterlebnis für alle Beteiligten. Genau. Es fördert den Respekt bei Sportlern und Funktionären gleichermaßen. Dies ist ein wichtiges Thema im Sport. In der Tat, Anna. Die Werte des Sports gehen über die Arena hinaus. Das ist wahr. Sie können allen als Lektionen fürs Leben dienen. Der Dokumentarfilm vermittelt diese Botschaft hervorragend. Ich freue mich darauf, es mir anzusehen. Sie werden es inspirierend und zum Nachdenken anregend finden. Danke, dass du diese Information geteilt hast, John. Du bist willkommen, Anna. Es war mir eine Freude, ein so wichtiges Thema zu besprechen. Lasst uns weiterhin den Geist des Sports und die Geschichten dahinter feiern. Ganz gewiss. Jede Geschichte erinnert uns an das Engagement und die Leidenschaft in der Leichtathletik.